Freiheit, die suchen wir doch eigentlich alle, oder? Auch ich. Doch wie können wir so richtig frei werden? Wie schaffen wir es, einfach mal auszubrechen? Und was ist Freiheit überhaupt? Genau das will ich mit euch herausfinden. Ich nehme euch mit auf meinen Roadtrip in die Freiheit. Ich bin Friso. Auf geht's. So, hier muss es sein. Ich habe nämlich auf Facebook einen Aufruf gemacht. Ich habe meine Freunde gefragt, Leute, wer kann mir helfen? Wer kennt jemanden, der die Freiheit für sich gefunden hat? Und tatsächlich hat sich ein Freund von einer Freundin von mir gemeldet, der Justin, der hat gesagt, Friso, komm mal hier hin. Ich bin hier in der Nähe von Frankfurt. Vielleicht kann ich dir helfen. Mal gucken. Er fährt einen weiß-türkisen Bus, hat er gesagt. Justin. Ja. Hi, erkannt am Bus. Friso, Okay. grüß dich. Schön, dich kennenzulernen. Hi. Hi, servus. Und du Hi. bist? Shanti, freut mich. Shanti. Und ihr seid ein Paar? Ja. Seid ein Paar. Du hast mir gesagt, du kannst mir eventuell helfen, die Freiheit zu finden. Ich kann es versuchen. Was macht ihr? Im Bus leben und durch Europa tingeln. In dem Bus? Ja. Zusammen? Ja. Zu dritt. Zu dritt? Achso, wer ist das hier? Das ist Pippa. Pippa, hi. Mit Hund in einem Bus zusammen. Und was heißt, wie lange machst du das jetzt schon? Oder ihr? Also ich bin seit 2,5 Jahren unterwegs. In ganz Europa? Ja, also meistens in Portugal und Spanien halt. Und Shanti ist jetzt seit kurzem erst dabei. Genau, Wir ja. haben uns vor 3 Monaten kennengelernt. Ganz frisch. Das heißt, du bist jetzt auch eingezogen. Genau. Seit wann? Jetzt vor ein paar Tagen, 4 Tage, 3 Tagen, genau. Ja. Moment, ihr kennt euch seit 3 Monaten Ja. und seid jetzt da reingezogen. Ja. Darf ich mal gucken? Natürlich. Ach, guck mal hier, Allgude. Oh, ist das gemütlich. Das habt ihr euch aber mal so richtig gemütlich gemacht. Ja, Ist das nicht ein Riesenumstieg für dich? Ich meine, wo hast du vorher gewohnt? ich habe davor bei meiner Mom übergangsweise gewohnt, weil mein Geschäft habe ich so geschlossen. Ich wollte diesen Weg nicht mehr gehen und habe nach einer Neuorientierung gesucht. Genau, und dann dachte ich halt, so frei wie jetzt bin ich einfach nie wieder. Und es kam irgendwie eins zum anderen. Und irgendwie war es überhaupt nicht geplant, so eine Tour zu machen. Also ich selber hatte nie wirklich diesen Wunsch oder die Vorstellung davon. Deswegen ist es schön, so neutral wie möglich in die ganze Sache reinzugehen und umso entspannter ist man. Also Hast du keinen Schiss? bei mir ging komplett Kopfkino los. Ja. Es ist zu früh und was machst du und was kann schief gehen, so der Klassiker. Aber ich dachte mir dann halt einfach, treff eine Entscheidung. Und das hat immer zu mir gesagt, treff eine Entscheidung und dann gehen die Türen und Wege dafür auf und die Menschen kommen in dein Leben. Ja, und so war es dann schlussendlich, als ich dann mich dazu entschlossen habe, auch Pippa mitzunehmen und das Ganze irgendwie durchzuziehen. Du wohnst seit 2,5 Jahren hier drin. Ja. Jetzt ist es ja eng. Naja, komm. Eng ist relativ, also es geht enger. Da hast du recht, aber jetzt kommt auf einmal jemand in dein Leben. So, jetzt seid ihr zu zweit hier drin. Ich meine, was ist denn da? Darf ich mal in so eine Klappe reingucken? Also hier ist unsere Bibliothek. Ach, sogar dafür ist Platz, okay. Genau, also ich muss sagen, es haben 2 Backpacks komplett reingepasst und die Werkstatt haben wir halt hinten in den Kofferraum reingekriegt und vielleicht noch hier über dem Fahrerraum noch ein Was für paar. eine Werkstatt? Meine Gravi-Werkstatt, mehr oder weniger. Gravi-Werkstatt? Werkstatt, genau. Ich bin Graveurin und mache Schmuck. Kannst du mal was zeigen? Ja, gerne, super gerne. Magst du auch was zu trinken haben? Wenn ihr mich so fragt. So Ein viel. kühles Bierchen. Ich bin mit dem Moped. Alkoholfrei. Alkoholfrei. Alkoholfrei, danke gerne. Okay. Ich liebe Bier, aber ich brauche den Alkohol nicht mehr. Und ich wollte halt auch die ganze Reise so bewusst wie möglich erleben.
dass du halt die positiven wie negativen Dinge einfach nüchtern erlebst. Und wenn negative Dinge sind, dass du die nicht wegtrinkst einfach, also die Probleme wegtrinkst, sondern dass du dich den Sachen stellst, die da einfach passieren. Und das habe ich auch gemacht. Und ein paar Mal war ich kurz davor, wieder anzufangen, weil da doch ein paar Dinge passiert sind, die nicht so toll waren. Aber Zum Beispiel? ja, Trennung Okay. von, also es war zu dem Zeitpunkt meine große Liebe. Nach der Trennung war es dann halt schon echt schwierig und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch kein Fleisch gegessen und dann hatte ich halt die Wahl zwischen einer Bratwurst und einem Bier und habe mich dann doch für die Bratwurst entschieden, weil die dann doch sehr lecker war und habe den Alkohol einfach weggelassen. Oh, danke schön. Danke. Jetzt hast du gesagt, du bist damit also eher auch einsam dann unterwegs gewesen. Wo bist du meist? Ich kann mir das jetzt nicht so vorstellen. Also wo warst du denn zum Beispiel? Ich war jetzt die meiste Zeit in Portugal. Ich war zweimal im Jahr dann für 2 Wochen in Deutschland zum Arbeiten. Aber sonst, den Rest der Zeit war ich halt in Portugal. Was machst du beruflich? Ein Tätowierer. Okay, die Frage hätte sich wahrscheinlich jetzt auch... Ich hätte auch lange noch im Knast sitzen können. Also, Du bist Tätowierer. Also, Ja. Und tätowierst dann wo? in Tattoo-Studios, auch hier im Bus. Im Bus? Ich habe am Strand im Bus schon Leute tätowiert. Ja. Okay, Prost erstmal. Prost. Danke erstmal, dass ich vorbeikommen Ja, darf. gerne. Sehr gerne, willkommen. Dein Schmuck. Ja. Wir waren gerade dabei, ein kleines Shooting zu machen. Weil, Das machst du selber. genau, ob ich jetzt hier graviere oder im Bus graviere oder sonst weiß wo auf der Welt, ist eigentlich total egal. Und ich bin seit 1,5 Jahren, fast 2 Jahren selbstständig damit. Aber irgendwie habe ich den Fun an meinem Handwerk verloren. Und ja, jetzt durch die Reise denke ich, werde ich ihn halt auch wieder ein bisschen finden und will es mehr wieder als Hobby anlaufen lassen und wirklich in meinem Tempo und dann, wenn ich wirklich Bock habe drauf. Jetzt reden wir mal einmal über diesen schicken Bus, den du da hast. Der Bus ist von 1985, also 36 Jahre alt. Und du? Ich bin 50. 50. Was ist hinten drin? Hinten ist, ja, wir nennen es die Garage oder den Keller. Die Keller. Dann, ups, Ist hier dein ganzes Leben drin? ja. Also du hast nicht nur irgendwo eine Garage oder... Alles, was ich hatte, habe ich entweder verkauft, verschenkt oder weggeworfen. Ja, wie viele T-Shirts hast du denn zum Beispiel? Weiß ich nicht, so 10, 15, keine Okay, Ahnung. das ist ja dann doch vielleicht recht normal noch. Ja. Und Also T-Shirts habe ich noch am meisten. T-Shirts und Shorts habe ich am meisten, ja. Darf ich mich setzen? Ja, natürlich. Was ist denn Freiheit für dich? Freiheit für mich ist eigentlich das tun und lassen zu können, was ich möchte, ohne anderen Menschen dabei auf die Füße zu treten. Also dass mir niemand sagt, wann ich aufzustehen habe, wann ich schlafen zu gehen habe, wann ich was zu machen habe. Dass ich einfach jede Sekunde für mich neu entscheiden kann, was ich gerade machen möchte und worauf ich Lust habe. Und ich will ja ein bisschen lernen, die Freiheit finden sozusagen. Also bei mir ist zum Beispiel das Ding, ich mache mir mal total viel im Kopf, was so in Zukunft passieren könnte und so weiter. Und denke da viel drüber nach. Ja, das ist total blödsinnig, weil das ist eine Illusion. Die Zukunft ist eine Illusion. Du weißt nie, was morgen passiert. Du kannst dir noch so viel ausmalen, wirst aber nie das genau erleben, was du dir ausgemalt hast. Und je negativer du denkst, umso mehr Negatives kommt natürlich auch in dein Leben, weil du ziehst das dann ja quasi an. Ja. Und je positiver du denkst, umso mehr positive Dinge kommen in dein Leben. Und alles, was du im Grunde hast, ist jetzt dieser Moment. Mit euch zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Ja. Na, ich bin in den ganzen letzten 1,5 Jahren in Portugal war ich ziemlich viel alleine, wovor ich eigentlich am Anfang extrem viel Angst hatte. Ja. Die Angst, die du beschrieben hast gerade, Ja, hattest du also auch? Okay. hatte ich auch. Okay. Ich hatte natürlich panische Angst davor, irgendwie, als ich losgefahren bin, vielleicht irgendwann alleine im Bus, krank, irgendwo im Wald zu stehen und kein Mensch ist da und ich liege dann mit Fieber im Bett, kann mich nicht bewegen und habe Schüttelfrost und was weiß ich, also die schlimmsten Szenarien ausgemalt. Okay, also hast du eigentlich auch so ein bisschen... Ja, okay. Und mittlerweile ist es so, dass ich total froh bin, wenn ich alleine irgendwo im Wald stehe und kein Mensch da ist. Also genau das, wovor ich immer Angst hatte, ist jetzt das, was ich eigentlich am liebsten mache. Wann fahrt ihr los?
am Montag. Das ist ja jetzt. Warum muss es eigentlich Portugal sein und nicht Deutschland jetzt? Naja, weil Kann man einfach die Strände in Portugal schöner sind als in Deutschland. Sobald du am Meer bist, lächeln die Leute halt einfach viel mehr und sind viel freundlicher. Und ich habe mich halt auch in Portugal verliebt, weil es ein unfassbar schönes Land ist und die Menschen da extrem herzlich sind. Zum Arbeiten kommst du immer nach Deutschland, hauptsächlich, ne? Wo bist du dann? Also ich bin dann in Wiesbaden bei 13 Needles Tattoo. Das ist ein Tattoo-Studio, das gehört einer Freundin von mir. Und genau da wollen wir uns jetzt treffen. Justin hat in Wiesbaden gerade 2 Wochen gearbeitet. Davon kann er dann ein halbes Jahr leben, denn er kommt mit nur 500 € pro Monat aus. Das gehört zu seiner Freiheit. So viel arbeiten, wie andere Urlaub machen. Krass.